Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, wo wir über das Thema Loslassen sprechen möchten. Und diesmal, wie kann ich loslassen? Wie geht das? Ja, weil das fragen uns viele. Ja. Wie geht denn das? Ja, wir sprechen eigentlich viel von, oder oft ist so, ja, ich will das doch loslassen, wie kann ich das? Aber wie geht das? Ne? Und das finde ich schon wichtig, da mal hinzugucken. Ja, und so wie wir das selber bei uns erforscht haben, ist das mega interessant eigentlich bei mit dem Loslassen. Dass wir wir jetzt am liebsten eigentlich das Thema umdrehen würden, wie können wir denn halten? Also dass wir eher mal erforschen müssten, wie halten wir? Also wie schaffen wir es, Erlebnisse, Traumas, Erinnerungen, wie schaffen wir das, dass wir die behalten können? Wie kriegen wir es hin, dass unser Körper so verspannt ist oder in Spannung ist mit dem Erlebten? Und der Wunsch nach dem Loslassen kommt eigentlich durch die Spannung halt dann. Ne? Dass man in dieser Spannung irgendwie drin ist und plötzlich wie so merkt, oh, ich müsste loslassen. Mhm. Genau, und dann kommt man oft an diesen Punkt, ja, ich kann gar nicht loslassen. Ja. Ne? Wie geht denn das? Ja. Und das? Weil wir es so kultiviert haben, eigentlich zu halten. Also wir können gar nicht loslassen in dem Halten drin. Also das Halten versucht loszulassen. Also der ganze Haltmechanismus, den wir aufgebaut haben, um zu halten, versucht dann loszulassen. Und das ist was, wo wahnsinnig schwierig ist und nur begrenzt möglich ist. Also das Denken oder die Struktur kann nur begrenzt loslassen. Also müssen wir dahin, was wirklich loslassen ist und was loslassen kann. Und das kann man am besten wie so demonstrieren, wenn wir mit Muskelanspannung, also wenn wir mal schauen, was wir brauchen, damit der Körper sich anspannt. Brauchen wir, wenn wir jetzt die Hand anspannen, würde jeder sagen irgendwie, ja, du musst die Muskeln anspannen und dann du machst die Hand zusammen. Also es wäre relativ ein logischer Trugschluss, wie wir das irgendwie machen. Stellen wir uns mal vor, so das Halten. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, du tust das wieder loslassen, ist das, was das Body-Mind-System eigentlich dann macht, ist halt so, es öffnet eigentlich die Hand wieder. Aber das Öffnen der Hand ist eigentlich auch eine Muskelkontraktion, ist eigentlich auch eine Anspannung, die wie nur das Gegenteil ist eigentlich von der Spannung, die da ist. Und was wir mit Loslassen meinen, ist eigentlich so. Das ist eigentlich das Loslassen, von dem wir reden, von dem wirklich das heilend ist, wo uns direkt eigentlich einen in Freiheit bringt und eigentlich nichts mit der Anspannung zu tun hat und nichts mit dem Loslassen von der Anspannung zu tun hat. Es ist wie eine andere Ebene. Und wir können nicht aktiv loslassen. Also das, was eigentlich hält, kann nicht loslassen. Ja. Und ich finde, das ist schon mal eine Aussage irgendwo, wo es sich einfach lohnt, wirklich mal tiefer gehen zu lassen. Aber ich kann das gar nicht. Also das Denken und so kann das gar nicht loslassen, weil es dafür nicht gemacht ist. Es ist wie nicht dafür gemacht, es ist dafür gemacht, die Körperbewegung zu kontrollieren oder zu halten, zu öffnen und zu schließen. Aber loslassen kommt wie aus einer anderen Ebene. Das kommt wie aus einem anderen Bewusstsein heraus. Und genauso auch das gedankliche Loslassen. Ne? Also das Denken erschafft den Gedanken und dann sollen wir den Gedanken loslassen. Und wir brauchen wie einen anderen Gedanken, der uns sagt, so, ich lasse jetzt den Gedanken los. Ja. Ne? Also oft ist es eben, dass es wie einen zweiten Gedanken braucht und das ist aber nicht das Loslassen, was wir meinen. Ne? Deshalb müssen wir eigentlich mal erforschen, wie schaffen wir denn das, den Gedanken festzuhalten? Wie schaffen wir das?
dass der Gedanke festgehalten wird. Das, denke ich, ist viel mehr interessant oder bringt eigentlich viel schneller irgendwo in eine ganz andere Richtung, als wenn wir uns mit dem Loslassen von dem beschäftigen. Wie schaffen wir das, dass wir tagtäglich diese Gedanken mitnehmen? Wie schaffen wir das, dass wir die Erinnerungen rumtragen oder festhalten? Ne? Und dafür muss diese Selbsterkenntnis da sein, dass wir festhalten. Dass wir wie Muskelanstrengungen machen, um festzuhalten. Und wenn wir nicht diese Muskelanstrengung machen zum Öffnen, wir können zum Beispiel die Muskelanstrengung machen jetzt mit dem Arm, ich brauche den nicht öffnen, ich lasse los. Und genauso ist das mit Gedanken oder mit Erlebnissen. Das ist nicht eine Anstrengung, wo wir loslassen, sondern es passiert einfach ein Loslassen. Wenn wir merken, dass wir halten. Genau. Also wenn wir merken, ich halte ja an dem Gedanken fest oder ich halte ja hier fest. In dem Moment kann es loslassen. Also erst keiner kann dir das eigentlich zeigen, ne? Ja. Also dir kann das keiner zeigen, wie Loslassen geht. Das ist wie, man sieht, dass vielleicht andere Menschen loslassen und dann passiert was, dass es wie möglich wird. Es wird wie möglich zu überleben, wenn man loslässt. Also dass man wie überlebt, auch wenn man loslässt. Und das ist was, wo es wie kein Wie gibt. Das Wie führt in das, eine offene Hand. Ne? Das ist wie, man meditiert, um ruhiger zu werden. Man macht Yoga, um ruhiger zu werden. Ne? Man öffnet die Hand und wird ruhiger. Aber das, was wir scheren oder was viele andere auch scheren, hat damit nichts zu tun. Das ist dieses Loslassen, was durch Erkennen kommt, was durch Klarheit erscheint. Und das wollen wir eigentlich total gerne mit euch scheren. Weil das auch im spirituellen Weg total behindert. Das im spirituellen Weg könnte man sagen, das Ich muss aufhören zu existieren. Oder wie werde ich das Ego los? Ich muss das Ich loslassen. Ne? Oder wie kann ich eins werden? Ja, nie. Du kannst kein Eins werden. Das geht nicht. Das geht nicht. Das Ich kann nicht aufgelöst werden. Das kann nicht aufgelöst werden durch den Mind. Das geht nicht. Das Ich hat die Kraft, das Ego, und das Ego versucht sich aufzulösen und ist immer noch das Ego. Und versucht sich wieder anzuspannen, irgendein spirituelles Ego oder Ich hinzubekommen, und dann öffnet es sich für eine andere Richtung und ist immer noch das Ego. Und das Loslassen ist das. Und was erscheint in dem Loslassen? Was ist tatsächlich dann da? Alles fällt zusammen. Die ganzen Konstrukte fallen zusammen. Die Anspannung von diesem Halten, von diesem Überleben und richtig hinbekommen, oder die Frustration, dass man es falsch hinbekommt, das fällt alles in diesen unendlichen Raum vom Loslassen. Und alles fängt damit an, dass ihr die Möglichkeit irgendwie seht, dass es das gibt. Und halt dass wir wie merken, ich halte ja. Ja. Ich bin ja der hält. Das ist das Einzige, was wir eigentlich tun können. Ne? Das Einzige, was wir wirklich tun können, ist das Erforschen, wie schaffe ich denn das? Wie schaffe ich das zu halten? Und in dem entblättert sich das Loslassen, in dem kommt das Loslassen immer mehr eigentlich wie so diese Kraft, und vielleicht kann man einen kleinen Gedanken dann schon einfach loslassen. Vielleicht kann man ein kleines Erlebnis einfach loslassen. Ja, so dass das wie immer größer wird, immer weiter und offener. Ne?
Ja, und dann bleibt halt das übrig. Ja. Ja, viel Freude beim Erforschen. Und würde uns freuen, wenn ihr eure Erlebnisse schreibt. Ihr könnt es unter den Kommentaren schreiben oder auch uns persönlich über die Webseite oder über unser Online-Portal erreichen. Und ja, schaut mal, wie es euch damit geht. Danke euch.